Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Heute habe ich ein extrem informatives Video für euch, was sich für euch lohnen wird. Denn ich habe eine Information, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ich mal wieder der erste deutschlandweit bin, der euch diese Information bringen kann. Es geht um das Gerichtsverfahren rund um Raúl Asensio. Denn die Anwälte von Real Madrid, die vor 3-4 Wochen das Kommando übernommen haben, sind zu einer Lösung gekommen. Oder stehen zumindest kurz davor. Was da der aktuelle Stand der Dinge ist, erfahrt ihr natürlich in dem Video. Ja, dann habe ich gestern noch berichtet, dass ich einem Ramón Álvarez Demón sehr vertraue, wenn er etwas sagt. Und am Abend gestern wurde ich nicht enttäuscht mit meiner Annahme, denn Kylian Mbappé hat bestätigt, dass er die neue Nummer 10 von Real Madrid ist. Wie er das getan hat und ein lustiges Video dazu habe ich für euch auch. Ja, und dann zum Hauptthema des heutigen Videos. Gestern haben wir uns noch über Ibrahima Konaté unterhalten, auch da gibt es neue Informationen, aber heute unterhalten wir uns auch über William Saliba. Viele von euch haben mich gefragt, was ist da los? Und ja, Real Madrid hat immer noch Interesse an dem französischen Nationalspieler. Ja, bevor ich euch jetzt ins Video schicke, brauche ich aber eure Hilfe. Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Heute ist mein 15. Hochzeitstag. Und heute Abend, wie es sich gehört, gehe ich natürlich mit meiner Frau essen. Wir haben schon Babysitter für die Kinder. Wir wissen schon, in welches Restaurant etc. pp. Aber ich würde mich persönlich freuen, wenn ich meiner Frau heute Abend sagen könnte, schau dir doch mal die Kommentare von meinem Video heute an und ganz viele von euch liebe Worte an meine Frau da lassen könnten. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also, wer ein Herz für die Liebe hat, der pausiert kurz das Video, geht in die Kommentare und der gratuliert oder bemitleidet meine Frau. Könnt ihr ganz gerne in den Kommentaren lassen. Wäre für mich eine riesige Freude. Und jetzt ab ins Video. Ja, ich fange mein Video an wie fast immer in den letzten Tagen. Der nächste Nachwuchsspieler hat Real Madrid verlassen. In diesem Fall war es Marvel. Ja, der heißt genauso wie die Comicbücher, ja, aber das ist ein Innenverteidiger, der wechselt nach Leganés. Das ist quasi so ein kleines Tauschgeschäft, mehr oder weniger gewesen, denn Real Madrid hatte letztes Jahr ja aus Leganés den Innenverteidiger für die A-Jugend geholt, nämlich Lamine Fati, und jetzt im Gegenzug geht Marvel nach Leganés. Und damit ihr nicht die Übersicht verliert, habe ich jetzt hier mal eingeblendet, was alles schon passiert ist auf dem Transfermarkt. Und zwar Yussi nach Alaves, Victor Muñoz nach Osasuna, Obrador nach Benfica, Álvaro Rodríguez nach Elche, Jacobo Ramón nach Cobo, Marvel nach Leganés und Edgar Puyol, dem sein Vertrag ist ausgelaufen. Der ist nach Racing Ferrol gegangen. Das ist die 3. spanische Liga. Aber wie dem auch sei, fast alle anderen haben einen Sprung in die erste, wenn nicht in die 2. Liga geschafft. Und dafür ist die Jugendakademie von Real Madrid da. Also nicht unbedingt zum Verkaufen, sondern dass es Spieler gibt wie einen Gonzalo, der auch den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Und wenn es die Spieler nicht ganz schaffen, der Sprung von der Jugend oder auch vom Seniorenbereich zu Real Madrid ist riesig. Also es ist das Normalste auf der Welt, dass man diesen Sprung nicht direkt beim ersten Versuch schafft. Aber so haben die Spieler zumindest eine Chance zurückzukommen. Wir haben diese 50%-Klausel. Und ansonsten bringt es Geld in die Kassen von Real Madrid. Also, Real Madrid macht in der Jugendarbeit einen tollen Job. Der nächste Jugendspieler verlässt Real Madrid. Ja, wenn wir schon mal beim Thema Jugendspieler sind, kommen wir zu dem Thema, wo ich gesagt habe, ich glaube, deutschlandweit bin ich der Erste, der darüber berichtet. Wenn nicht, könnt ihr das gerne in den Kommentaren lassen. Nämlich Raúl Asensio. Wir alle wissen, was für schrecklichen Vorwürfen er sich gegenüberstand, was er sich anhören musste, vor allem in den Fußballstadien. Und das musste er machen, weil er ein Real Madrid-Spieler ist. Nicht, weil die Tatsachen gesprochen haben, dass er so etwas gemacht hat. Im Gegenteil, die anderen 3 Angeklagten, die waren dabei, während die Straftat passiert ist. Die haben die Straftat aufgenommen,
laut Staatsanwaltschaft, also bevor das Urteil gesprochen ist, halte ich mich da zurück. Aber das sind die richtigen Beschuldigten. Und ein Raúl Asensio wurde quasi dafür bestraft, dass er ein Vierter ist, der aber damit nichts zu tun hatte. Zufälligerweise spielt er aber bei Real Madrid und das haben die Fans der gegnerischen Teams natürlich ausgenutzt. Ja, wie dem auch sei, was ist der letzte Stand der Dinge? Ein Anwalt aus Spanien hat gestern Abend aufgeklärt. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Und der Anwalt heißt Miguel Galán. Den könnt ihr gerne bei Twitter folgen, dann könnt ihr es auch selber lesen. Aber noch einmal zur Information. Raúl Asensio schließt einen Pakt mit den Opfern des Videos. Raúl Asensio, ein Spieler aus Real Madrid, gemeinsam mit dem Vereinsanwalt Alfonso Morales Camprubí haben sie mit den Opfern eine Vereinbarung getroffen, um die strafrechtliche Haftung des Spielers im Zusammenhang mit den Vorfällen zu reduzieren. Diese Vereinbarung bedarf noch der Zustimmung der Generalstaatsanwaltschaft. Der von der Privatklage und der Verteidigung vereinbarte Vorschlag ist stichhaltig und sieht vor, Asensios Verhalten als geringfügiges Vergehen einzustufen, was seinen Ausschluss aus dem Verfahren gegen 3 weitere Spieler ermöglichen würde. Ich glaube, auch das macht Sinn, weil, wie gesagt, es ist extrem unfair, alle in einen Pakt zu schließen, wenn die 3 nun mal die Straftat anscheinend begangen haben und Asensio ja nicht mal anwesend war. Naja, egal, lesen wir mal weiter. Die Vereinbarung hat erhebliche Tragweite, da weniger schwerwiegende Vergehen, insbesondere solche, die mit Geldstrafen statt Gefängnisstrafen geahndet werden, in der Regel von demselben Ermittlungsgericht verhandelt werden. Dadurch wird verhindert, dass Asensio sich einem formellen Verfahren zusammen mit den anderen Angeklagten stellen muss. Die Handlungen, die Asensio im Falle einer Einigung eingestehen könnte, entsprechen Artikel 197 des Strafgesetzbuches, der die ungerechtfertigte Offenlegung und Preisgabe von Geheimnissen zum Schutz der Privatsphäre unter Strafe stellt, insbesondere in Situationen, in denen Aufnahmen oder audiovisuelle Bilder, allgemein bekannt als Sexting, ohne Zustimmung erlangt und verbreitet wurden. Was das genau bedeutet, erkläre ich euch gleich im Anschluss. Konkret gibt es im 7. Absatz des genannten Artikels eine mildernde Bestimmung, die gilt, wenn die Person, die die Inhalte erhält, diese später ohne Genehmigung verbreitet oder an Dritte weitergibt und nicht die Person, die sie erhalten hat. Ich habe immer behauptet, Raúl Asensio sei unschuldig, aber ein schlechter Deal ist besser als ein guter Prozess. Und da hört man den Anwalt aus ihm raussprechen. Also ein schlechter Deal ist besser als ein guter Prozess bedeutet, mit diesem Deal, auch wenn Asensio wahrscheinlich damit nicht ganz glücklich ist, weil er meiner Meinung nach oder auch der Meinung des Anwaltes unschuldig ist, hat er das jetzt endlich aus den Beinen, aus den Füßen. Bevor ich jetzt meine endgültige Meinung gebe, habe ich euch versprochen, ich erkläre euch, was das genau bedeutet. Machen wir mal weiter. Denn seltsamerweise hat natürlich ein Barcelona-Fan geschrieben, wie können Sie mit solcher Sicherheit behaupten, er sei unschuldig? Das ist respektlos gegenüber den Opfern. Da hat jemand nach Likes gegeiert, seltsamerweise im Barca-Trikot. Aber die Antwort vom Anwalt spiegelt das wider, was ich euch seit Monaten auf meinem Kanal erzählt habe, nämlich die Wahrheit. Weil ich den gesamten Fall im Detail kenne und es kein Zeichen von Respektlosigkeit gegenüber den Opfern ist. Die Tatsachen wurden von der UKO bestätigt. Er war nicht an dem Akt beteiligt, hat ihn nicht aufgezeichnet, war nicht vor Ort und hat kein Video in einer WhatsApp-Gruppe geteilt. Es gibt nur eine zweifelhafte Aussage von einem der Freunde der Opfer. Er sagte, er habe Raúl 15 Tage später gebeten, einen anderen Fußballspieler um das Video zu bitten, damit er es sofort ansehen könnte und habe es ihm dann gezeigt. Also, genau das, was ich euch, wie gesagt, seit Monaten auf meinem Kanal sage. Raúl Asensio hatte dieses Material nie. Er war nicht an dem Akt beteiligt, er hat es nicht aufgenommen, er hat es nicht in WhatsApp-Gruppen geteilt, kommentiert etc. pp. 15 Tage ist der Freund von einer von den beiden Mädels zu ihm gekommen und hat gesagt, zeig mir das Video. Asensio hat gesagt, ich habe das Video nicht. Und dann hat er gesagt, bitte sag den anderen, der soll es dir schicken, damit ich sehen kann, was meine Freundin da getan hat. Ja, und dann hat er das bekommen, aber per nur einmal zeigen, ihr kennt diese Funktion auf WhatsApp,
Er hat es dadurch einmal auf seinem Handy gehabt, um es dem anderen zu zeigen. Die Frage ist, ob er es selber überhaupt angeschaut hat. Also, auf Bitten des Freundes des Opfers hat Raúl Asensio versucht zu helfen. Und daraus wurde das gemacht, was in Spanien gemacht wurde. In Stadien musste er sich alles anhören. Ich bin froh, dass die Anwälte von Real Madrid das Kommando übernommen haben. Ich hoffe, der Deal kommt zustande, aber wie ihr gehört habt, das scheint alles sehr stichhaltig zu sein. Der hatte mit den ganzen Vorfällen ja nichts zu tun. Er hätte das endlich von der Brust und vielleicht kann ein Raúl Asensio dann auch wieder befreit aufspielen. Ich glaube, es war für ihn auch nicht einfach, wenn der Zeitraum zur Anklage immer kürzer wurde und er sah sich gefangen in dieser Situation. Ich hoffe, wenn das alles erledigt ist, kann er endlich wieder befreit aufspielen und der Raúl Asensio sein, der uns alle begeistert hatte. Ja, ein Spieler, der viele von Madrid letztes Jahr begeistert hat, zumindest in den letzten 6 Monaten, war Kylian Mbappé. Gestern habe ich euch noch gesagt, aus Frankreich wird das gesagt, er kriegt die 10, aus der Türkei wurde was anderes gesagt, Arda bekommt die 10. Aber ich habe euch gestern gesagt, ich vertraue einem Ramón Álvarez de Mon. Ich habe am Ende, oder Ramon hat besser gesagt, recht behalten. Kylian Mbappé hat gestern diesen Tweet aufgesetzt und er hat es ganz simpel gehalten. Nur die 10 da reingeschrieben. Alle wissen, was das bedeutet. Der Franzose arbeitet weiter an seiner Marke KM10. Wie gesagt, Ramón Álvarez de Mon hat gestern noch einmal bestätigt, dass das eine Entscheidung von Real Madrid war und dass das nur marketingtechnische Gründe hatte. Also auch das hat ein Ramón Álvarez bestätigt. Und wenn der das bestätigt, wie gesagt, der Typ lag bis jetzt immer richtig. Ja, und dazu ist gestern ein witziges Video im Netz entstanden. Ich hoffe, ich kann euch die Musik auch zeigen. Ansonsten, wenn es urheberrechtliche Probleme gab, dann hört ihr es ohne Musik. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Das ist nämlich die Musik von Mission Impossible. Aber stellt euch die vor, falls ihr die nicht hört. Schaut euch das Video einmal an. Le despisté. Ja, und das Video, das ist kein Zufall, dass das so entstanden ist. Ich habe mich darüber sehr amüsiert, was AI heutzutage kann. Ich muss mich da mal, glaube ich, einlesen. War sehr, sehr lustig. Und wie ihr seht, die einzigen 2 Namen, die zur Auswahl standen, waren Kylian Mbappé und Arda Güler. Ich schätze mal, wenn Arda Güler es bekommen hätte, gäbe es jetzt ein Video, wie er bei Kylian Mbappé einbricht. Also nimmt das Ganze mit Humor und bitte hört auf, Kylian Mbappé einen Vorwurf zu machen. Auch ein Ramón Álvarez de Mon hat es bestätigt, das war eine vereinsinterne Entscheidung. Und im Endeffekt kann ja Kylian Mbappé nicht dafür angefeindet werden, dass er nur sagt, okay, ich nehme die 10. Ich glaube, sehr viele Fußballer hätten Ja zu dieser Nummer gesagt. Ja, und jetzt kommen wir zum Hauptthema, nämlich, was ist los in der Innenverteidigung von Real Madrid? Das ist die Position, die zurzeit am heißesten diskutiert wird im Vorstand von Real Madrid, denn bei der Club-WM hat man gesehen, wir sind bei weitem nicht so solide, wie wir es gerne wären. Ein Dienhausen hat mehr oder weniger Real Madrid aufgezeigt, was ein moderner Innenverteidiger so drauf hat. Und Madrid hat sich gedacht, von dem Kaliber hätte ich gerne 2. Und dazu gibt es einen neuen Artikel von Marca. Was da los ist, der letzte Stand der Dinge, lesen wir uns den zusammen einmal durch. Die Operation Central ist bereits im Gange, wobei Konaté und Saliba die wichtigsten Optionen sind. Übrigens, Central bedeutet Innenverteidiger, das hat das Übersetzungsprogramm nicht ganz hinbekommen. Die beiden französischen Innenverteidiger, die für Liverpool bzw. Arsenal spielen, sind die beliebtesten im Verein. Real Madrid wartet auf Entwicklung, auf Transfers und Angebote, die zwar diskutiert, aber nie umgesetzt werden. Das heißt aber nicht, dass die Sportdirektion aufgehört hat, an den nächsten Zielen zu arbeiten. Die Innenverteidiger-Transfers sind noch völlig offen und die Namen Konaté und Saliba tauchen dort auf. Wie wir gestern sagten, ist es an der Zeit, dass Spieler, die wissen, dass es ihnen schwerfallen wird, in der Startelf zu stehen oder in Xabi Alonsos Team eine Schlüsselrolle zu spielen, einen Wechsel vornehmen. Einige tun dies bereits, angefangen bei Rodrigo, gefolgt von Ceballos und enden bei Fran Garcia, der weiß, dass ein Linksverteidiger in Sicht ist, für den fast 50 Millionen Euro gezahlt wurden.
Diese und weitere noch nicht öffentlich gemachte Veränderungen ermöglichen, sofern sie abgeschlossen sind, die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers. Diese Position bereitet Trainerstab und Vorstand derzeit die größten Sorgen. Die Leistungen bei der Clubweltmeisterschaft und die körperliche Verfassung einiger Spieler machten eine Verstärkung der Innenverteidigung notwendig. Die dir am besten gefallen. In der aktuellen Situation um Real Madrid tauchen zwei Namen auf, die schon länger im Gespräch sind. Sie stammen aus demselben Herkunftsland, Frankreich, haben aber unterschiedliche Vertragssituationen. Konaté und Saliba sind die beiden beliebtesten Innenverteidiger, da die Möglichkeit besteht, die Innenverteidigung mit sofortiger Leistung verstärken zu müssen. Bei den Gesprächen in Valdebebas taucht zum einen Konaté, Liverpools französischer Innenverteidiger, auf, dessen Vertrag am 30. Juni 2026 ausläuft. Der englische Klub ist einer der treibenden Kräfte auf dem Transfermarkt. 330 Millionen Euro Umsatz. Und in Anfield vermutet man nicht ganz ohne Grund, dass die Verantwortlichen des Madrider Clubs die für die nächste Saison anstehende Aufgabe mit dem Verteidiger bereits erledigt haben. Es kursieren Gerüchte, dass sich ein ähnlicher Fall wie bei Alexander-Arnold wiederholen könnte, der ohne die WM ablösefrei zu Real Madrid gekommen wäre. Also, wie ihr hört, in Liverpool gehen sie schon davon aus, dass Real Madrid ihre Hausaufgaben schon gemacht hat. Die haben schon einen Deal mit Konaté quasi gemacht. Sollte er nächstes Jahr Ablöse sein, könnte er dann sofort zu Real Madrid wechseln. Ich persönlich vermute sogar, dass Real Madrid schon 2 Deals mit Konaté hat. Deal Nummer 1, wenn er nächstes Jahr ablösefrei kommen könnte. Deal Nummer 2, wenn man sich doch noch diese Saison mit Liverpool einigen könnte. Was da der letzte Stand der Dinge ist, darüber informiert euch jetzt Fabrizio Romano. Kann ich euch auch sagen, dass sie immer noch nicht die Türen für diesen Sommer öffnen, damit Ibrahima Konaté zu Real Madrid wechseln kann. Es gibt viele Gerüchte über Konaté und Real Madrid für diesen Sommer. Was ich euch sagen kann, ist, dass Real Madrid den Spieler wirklich mag. Er wird intern sehr geschätzt. Er wurde auch intern mit dem Trainerstab und dem Management besprochen. Aber im Moment gibt es kein Angebot an Liverpool, weil Liverpool die Tür für einen Abgang von Konaté in diesem Sommer nicht öffnet. Falls Liverpool später in diesem Transferfenster doch noch die Tür öffnet, werden wir sehen, was Real Madrid entscheidet. Aber im Moment öffnet Liverpool die Tür nicht. Warum? Weil sie immer noch hoffen, in den nächsten Monaten eine Einigung mit Konaté erzielen zu können. Im Oktober oder November waren sie schon nah dran. Dann hat sich die Geschichte mit Konaté und seinen Beratern wieder geändert. Es war also immer eine seltsame Verhandlung mit Höhen und Tiefen. Jetzt öffnet Liverpool immer noch nicht die Tür für einen Abgang und hofft weiterhin, Ibrahima Konaté. Ja, ihr habt es selber gehört, noch gibt Liverpool die Hoffnung nicht auf, noch möchte Liverpool um einen neuen Vertrag kämpfen. Das Ganze wurde gestern auch aus Spanien bestätigt. Ein Konaté hat das nächste Vertragsangebot. Es erinnert mich wirklich an die Saga um Trent Alexander-Arnold. Ständig gab es neue Vertragsangebote. Der Spieler hat immer wieder gesagt, nein, 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 nein. Also, ich bin gespannt, wann Liverpool die Hoffnung aufgibt. Aber jetzt kommen wir zu dem anderen Namen, William Saliba. Salibas Wechsel hat nichts mit Konaté zu tun. Es wäre ein riesiger, komplizierter und teurer Deal auf allen Ebenen. Der französische Innenverteidiger hat zudem noch 2 Jahre Vertrag, sodass die Verhandlungspositionen beider Vereine sehr unterschiedlich wären. Berichten zufolge wäre der Arsenal-Spieler bereit, einen finanziellen Aufwand zu betreiben, um seine Unterschrift zu sichern. Allerdings sah der Plan für den Verteidiger vor, noch ein weiteres Jahr zu warten bis zum letzten Vertragsjahr. Was zunächst als eine weit entfernte Option galt, ist nach der Ankunft von Huijsen nun zu einer dringenden Angelegenheit geworden. Mit etwas mehr als einem Monat Transfermarkt vor sich könnte sich die Situation ändern. Und wie gesagt, hängt alles vom Weggang einiger Spieler ab. Aber Real Madrid weiß, dass es die Innenverteidigung verstärken muss. Rüdiger und Militao sind bereits zurückgekehrt und müssen Unklarheiten beseitigen. Ebenso wie Alaba. Nach dem Aufenthalt in den Vereinigten Staaten sind die Zweifel gewachsen. Ebenso wie der Wunsch, Saliba zu verpflichten. Ja, wie ihr gehört habt, beide Verteidiger werden bei Real Madrid heiß gehandelt. Das sind die beiden Kandidaten 1 und 2. Konaté spätestens nächstes Jahr gratis, aber Madrid glaubt, mit etwas Glück könnte er dieses Jahr noch kommen. Das sind Verhandlungsstrategien. Arsenal sagt, nee, wir wollen es nicht. Madrid sagt, nö, wir nehmen den nächstes Jahr gratis. Am Ende muss man schauen, ob man sich in der Mitte trifft. Und Saliba, Madrid verliert ihn nicht aus den Augen. Nächstes Jahr, wenn ein Alaba seinen Vertrag ausläuft, wenn ein Rüdiger seinen Vertrag ausläuft, etc., dann ist Saliba, soll
laut Informationen von Marca nächstes Jahr ein Großangriff auf William Saliba erfolgen und der Spieler ist schon im Bunde. Er hat sogar den Verantwortlichen von Real Madrid schon signalisiert, er würde sogar auf Geld verzichten, um bei Real Madrid zu spielen. Ja, das sind die neuesten Informationen rund um Real Madrid. Jetzt seid so nett, lasst mir in den Kommentaren, was ihr über dieses Video, was ihr über die Informationen zu sagen habt. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns übermorgen wieder. Nein, morgen kann ich kein Video machen. Morgen feiern wir den Hochzeitstag ein bisschen nach. Also denkt dran in den Kommentaren. Wie gesagt, wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin. A la Madrid!